Wie familienfreundlich war das Hamburger Opernunternehmen im 18. Jahrhundert? Was las man in der Zeitung an diesem Tag? Wie unterhaltsam kann eine Pastorale sein? Wenn Sie keine Antworten darauf haben, bleiben Sie bei uns. Heute vor 300 Jahren am Gänsemarkttheater, das Hamburger Opernkalendarium. Heute vor 300 Jahren, am 2. August 1724, ist im Hamburger Theater am Gänsemarkt die Oper Der sich rächende Cupido von Reinhard Kaiser zu hören und zu sehen. Die Geschichte von Liebesgott Cupido, auch unter dem Namen Amor bekannt, und der Jagdgöttin Diana ist ein sogenanntes Schäferspiel oder auch als Pastorale bekannt. Geschrieben wurde sie vom Hamburger Textdichter Johann Ulrich von König, teilweise aus einer früheren italienischen Pastorale von Francesco delle Mene übernommen und adaptiert. Mehr über diese Opernaufführung erfahren Sie gleich. Zuerst schauen wir in die Staats- und gelehrte Zeitung des holsteinischen unparteiischen Korrespondenten von Mittwoch, den 2. August 1724. Aus Petersburg wird berichtet, dass unweit dieser Stadt in der Erde eine solche Erschütterung gespürt worden, welche verschiedene Bäume aus der Erde geworfen und dadurch viele Gruften verursacht wurden. Aus Madrid hört man, dass die junge Königin von Spanien in dem Kastell wäre eingebracht worden. Es wird wegen dieser Sache verschiedentlich resoniert. In Braunschweig soll die neu verfertigte Oper probiert werden, da die ganze hochfürstliche Kapelle zugegen sein wird. Und es gab dort ein entsetzliches Donnerwetter, so dass die Feuerstrahlen erschrecklich schossen und ein starker Hagel von ungemeiner Größe fiel. Und dann ging man in die Oper. Die Göttin Diana, geschworene Feindin der Liebe, droht jedem ihrer Anhänger, der dieser Schwäche erliegt, mit dem Tod. Um seine Macht zu beweisen, schießt Cupido mit einem seiner Pfeile auf sie und sie verliebt sich unsterblich in Endymion, einen schönen jungen Mann, den sie schlafend im Wald findet. Ein weiterer Pfeil verwundet ihre Anhängerin Aurilla, die ebenfalls eine Leidenschaft für Endymion entwickelt und den liebeskranken Tirsis anfleht. Endymion hat jedoch kein Interesse an einer der beiden Frauen und sucht ständig nach seiner verlorenen Liebe Dorinda. Nach verschiedenen absurden Missverständnissen stellt sich schließlich heraus, dass Dorinda sein Hund ist. Der komische Jäger Silvano, der Cupido wie einen Vogel in seinem Netz gefangen hat, bietet ihn Diana an und Cupido überredet sie, ihn freizulassen, wenn sie Endymion dazu bringt, sie zu lieben. Aurilla, die zuvor von Diana in einen Baum verwandelt wurde, weil sie Endymion liebte, wird freigelassen und ist glücklich mit Tirsis vereint. Auf dem Schauplatze, so nennt man die Bühne, erscheinen folgende Bilder. Erstens ein Wald, in der Ferne eine Allee von Palmen und Zypressen. Zweitens Endymions Höhle. Drittens Lustrevier mit der Diana Jagdschloss. Viertens der Diana Lustgarten mit vielen Springbrunnen, Laubkabinetten und Vogelhäusern. Fünftes des Alpheus unterirdische Palast. Sechstens ein Zimmer in der Diana Jagdschloss bei Nachtzeit. Siebtens eine angenehme Gegend mit Sommerlauben und Schäferhütten bei anbrechender Morgenröte. Und achtens Tempel der Diana mit ihrem Bilde auf dem Altar und denen opfernden Priestern. Was wissen wir über die Oper? Eine Pastorale oder Deutsch-Schäferspiel klingt nicht besonders spannend. Allerdings
könnte für heutige Operninteressierte eine andere Perspektive von Nutzen sein, nämlich dass das Schäfer-Thema zu der Zeit eine wohl willkommene Unterhaltung war. Ein Schäferspiel war die Manifestation des Friedens und Glücks. Davon hatte man 1724 wohl nicht unbedingt zu viel gehabt. Die Liebhaber musikalische Schauspiele wurden bereits vor 3 Wochen in der Zeitung darüber informiert, dass eine neue Opera, der sich rächende Cupido genannt, in welcher an neuen Dekorationen, Fliegwerken, Kleidern, Balletten etc. nichts erspart worden, aufgeführt wird. Dabei wird die Partie des Cupido von der kleinen Mademoiselle Kaiserin gemacht. Tatsächlich wurde die Titelrolle von Kaisers 11-jähriger Tochter Sophie Dorothea Luisa gesungen. Nach 2 Auftritten in Omphale und dem Prolog Das frohlockende Großbritannien erhielt das Mädchen in dieser Oper ihres Vaters ihre erste größere, eigens für sie eingerichtete Rolle. Cupido ist eine überarbeitete Version von Kaisers früherer Oper Die entdeckte Verstellung oder Die geheime Liebe der Diana aus dem Jahr 1712. Ein Großteil der Musik scheint neu komponiert oder wesentlich umgeschrieben worden zu sein. Sogar das Titelbild ist eine Spiegelumkehrung des Diane-Titelbildes aus dem Jahr 1712. Es gibt 29 deutsche und 19 italienische Arien. Von diesen Arien ist der größere Teil 1724 von Kaiser neu komponiert worden. Die Partitur enthält 7 italienische Arien anderer Komponisten, die offenbar auf Wunsch der Sänger hinzugefügt wurden. Von der alten Diana von 1712 sind kaum mehr als 15 Arien in der Musik beibehalten worden. Da der Text eine gründliche Umgestaltung erfahren hat, so wird auch Kaiser die Musik der Rezitative neu geschaffen haben. Das Orchester ist etwas klein geraten, meistens nur Streicher, die Oboen und Unisono unterstützen. Es gibt aber auch Momente mit den Jagdhörnern, Flöten und einige Chöre. Sogar für eine Arie begleitet von nur einer Solobratsche und Continuo gab es Platz, trotz vieler Kürzungen und Änderungen. Das Libretto ist witzig, die Bühnenbilder farbenfroh, es sprudelt an großartigen Melodien. Eines von Kaisers ansprechendsten Werken meint das Grove Opernlexikon. Die Partitur ist vollständig erhalten und wartet in der Berliner Staatsbibliothek, aufgeführt zu werden. Am 30. August berichten wir wieder über den Tag vor 300 Jahren, wo die Oper Der neumodische Liebhaber Damon von Georg Philipp Telemann in Hamburg aufgeführt wurde. Bis bald. Gefördert durch Kulturgemeinschaften, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Neustadt Kultur und Kulturstiftung der Länder.